begrüßen Sie mit mir Dr. Harald Dörnbach, Geschäftsführer von der Viessmann IT Service GmbH und Rainer Witwen, Partner der SAP, Mitglied der Geschäftsleitung von CBS. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Herr Dörnbach, das Motto des diesjährigen DSAG-Jahreskongresses ist "Und Action, Digitalisierung konsequent machen". Was bedeutet das für Viessmann? Ja, was bedeutet das für uns? Viessmann ist eine klassische Produktgesellschaft, wie halt ein klassischer Mittelständler so aufgestellt ist. Für uns bedeutet die Digitalisierung im Wesentlichen auf jeden Fall den Wandel zum Dienstleistungsunternehmen, zum digitalen Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, unseren Offering-Stack kontinuierlich aufzubauen, um halt neben dem reinen Produkt auch die Dienstleistungen anbieten zu können. Weiterhin bedeutet das für uns, auch wie eben schon gehört, People stehen im Fokus. Die Organisation ist ein riesengroßes Thema. Wir sind dabei, die ganze Organisation zu drehen. Das heißt, das Thema Agilität, ein ganz wichtiges Thema, und natürlich auch der Schnelligkeit. Wir müssen es schaffen, Lösungen schneller umzusetzen, so dass der Kunde wirklich schneller eine Lösung hat. Und dann natürlich eine ganz zentrale Bedeutung haben die Prozesse für uns. Die Prozesse, das müssen wir ganz stark standardisieren, beziehungsweise die Skalierung für die digitalen Geschäftsmodelle ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat uns auch im Endeffekt dazu bewogen, das S4HANA-Projekt anzugehen, um halt mit S4HANA den digitalen Backbone für unsere Prozesse international zu schaffen. Herr Witwen, Sie haben als Partner von Viessmann es geschafft, innerhalb von 18 Monaten eines der größten S4HANA-Transformationsprojekte zu liefern. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie Sie das gemacht haben? Ja, gerne. Ja, Geschwindigkeit war für Viessmann ganz wichtig. Es gab aber viel Bewährtes, was entsprechend verwendet werden konnte. Gab aber auch einigen Raum für Prozess-Reengineering, Nutzung von Innovationen. Das haben wir in der Vorstudie ganz klar herausgearbeitet, wie sowas aussehen kann. Also hieß es, man konnte kein Greenfield, keine aufwendige Neuimplementierung machen, die sehr lange gedauert hätte, aber auch keine 1:1 Umstellung in einem Brownfield-Ansatz. Also mussten wir einen Mischansatz finden, mit dem wir ja erstens selektives Prozess-Reengineering vornehmen konnten und auf der zweiten Seite noch einen speziellen Ansatz bezüglich der Datenmigration finden, einen Selective Data Transition Ansatz durchgeführt, um dann drittens eben so eine kurze Projektlaufzeit zu liefern und das innerhalb von 18 Monaten auch tatsächlich komplett zu realisieren. Wir nennen das SMART als Ansatz und das durften wir dort beweisen, was sehr gut war. Man sieht im Hintergrund so ein bisschen den Umfang, also es waren 34 Länder, über 110 produktive Einheiten in einem ECC-System, umfasste 95% des Umsatzes von Viessmann und dann das aufgrund des Zeitanspruches, aber auch aufgrund der vielen Intercompany-Verflechtungen war es notwendig, wirklich ein Big Bang, das im Big Bang zu liefern. Und dann haben wir ein spezielles Verfahren uns überlegt, wie wir sicherstellen können, dass wir einen reibungslosen Cutover sicherstellen, um sicherzustellen, dass der Fachbereich tatsächlich mit 100% bis kurz vor dem Produktivwochenende arbeiten kann und nach dem Wochenende aber auch mit 100% weiterarbeiten kann, um den Durchsatz nicht zu gefährden. Wenn man überlegt, einen Monat Umsatzeinbruch bei dem über 95% des Umsatzes, das wollten wir vermeiden, konnten mit dem Selective Data Transition Ansatz das entsprechend gewährleisten, mit unserem Tool, dem CBS ET Enterprise Transformer, das auch zu liefern. Und ja gut, es hat sicher auch geholfen, dass wir übergreifend im Projektmanagement helfen konnten, auch in der entsprechend Prozessberatung, bei den technologischen Herausforderungen ABAP nach S4 umzustellen und eben auch in der Datenmigrationsthematik. Also zusammengefasst, selektives Prozess-Reengineering, nicht alles neu machen, sozusagen 80-20-Ansatz und den speziellen Ansatz in der Datenmigration hat uns zu einer kurzen Projektlaufzeit und zu einem smarten Projekt gebracht. Ja, vielen Dank, Herr Witwen. Und ich denke, man sieht sehr schön auch den ganzheitlichen Ansatz, der hier bei der S4HANA-Migration auch gewählt wurde. Herr Dr. Dörnbach, nun sind Sie ja seit einigen Monaten mit S4HANA live. Ja. Können Sie uns etwas über die Erfahrungen schildern, die Sie in diesem Projekt gemacht haben? Ja, wir haben lange überlegt, weil
Wir hatten noch keine Beispiele, es war eine komplexe Geschichte, aber die gute Nachricht heute, sonst würde ich nicht hier stehen, S4HANA funktioniert und kann wirklich die Komplexität, die wir so hatten und haben, auch abbilden. Ja, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, das zu tun. Wenn ich jetzt mal weiter zu den Erfahrungen gehe, was sind so die Highlights? Ein großer Highlight, den wir haben, ist auf jeden Fall der MRP Live. Wir haben bisher den ganz normalen MRP-Lauf eingesetzt. Wir setzen jetzt mit MRP Live, haben wir eine Reduzierung auf über 1/3 der Laufzeit. Das heißt, wir können auch mehrmals am Tag den MRP laufen lassen, tun das auch über mehrere Werke. Das funktioniert, bringt uns gut nach vorne. In Verbindung damit haben wir auch unsere On-Prem-Lösung mit einer Cloud-Lösung IBP ergänzt. Das heißt, den IBP haben wir in der Planung eingesetzt und in Kombination mit MRP Live funktioniert das auch sehr reibungslos, liefert gute Ergebnisse und auch der IBP in der Kombination mit On-Prem ist wirklich eine gute Lösung und den werden wir auch noch weiter ausbauen. Das hilft also wirklich sehr, sehr, sehr viel weiter. Ja. Dann das Thema Fiori. Fiori, da haben wir sehr viel Hoffnung reingesetzt, weil wir auch technologisch auf unterschiedlichen Plattformen waren. Aber nun mit Fiori werden wir Fiori als das zentrale Thema nehmen und wir werden über Fiori natürlich auch die ganze SAP-Anwendung ganz massiv mobilisieren und zu den Kunden direkt bringen und das hat auch das bringt uns wirklich einen großen Schritt nach vorne. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Witwen, ich meine, Sie haben das Projekt begleitet. Was sind so die Highlights gewesen im ganzen Projektvorgehen? Gut, wir stecken alle mitten in der digitalen Transformation. Geschwindigkeit wird wirklich ein strategischer Schlüsselfaktor sein für alle Unternehmen. Und wenn man sich dort ein gutes Beispiel hinlegt, dann ist es wirklich ein strategischer Wettbewerbsvorteil für Unternehmen. Und das Highlight ist natürlich, dass wir wirklich das in diesem Pilotprojekt, sage ich mal, in dieser Größenordnung und diesem Leuchtturm tatsächlich beweisen können, dass sowas in dieser Geschwindigkeit auch möglich ist. Und wir sind uns sicher, dass wir in vielen Konstellationen eben auch Beschleunigungsfaktoren finden. Man hat oft Befürchtungen, dass die Projekte sehr, sehr lange dauern und die Konstellationen mögen unterschiedlich sein bei vielen Unternehmen, aber es gibt Beschleunigungsfaktoren. Es ist wert, den richtigen Ansatz zu suchen und dann auch nach einem beschleunigten Verfahren entsprechend zu gehen. Und natürlich, wie es Herr Dörnbach gesagt hat, auch für uns als Partner gut zu sehen, es funktioniert einfach. Und zwar Viessmann nutzt, das SAP-System sehr breit und sehr tief, das heißt alle Module im Einsatz, sehr tiefe Nutzung, Erweiterungen dahinter etc., sehr viel automatisiert, auf Prozessdurchsatz bedacht und einfach auch zu wissen, es funktioniert auf so einer globalen Skala, ist sehr beruhigend für zukünftige Projekte. Ja, in der Tat, ist auch für uns beruhigend. Nun zum Abschluss. Eine letzte Frage. Was planen CBS und Viessmann für die Zukunft? Ja, wenn ich anfange, wir haben natürlich jetzt angefangen, den Weg der Prozessoptimierung zu gehen. Wir haben den ersten Schritt gemacht mit S4. Wir kommen von R2, wir haben den ganzen Weg gegangen und wir werden diesen Weg natürlich auch noch deutlich weitergehen. Wir haben jetzt die Basis geschaffen, dass wir nach und nach weitere Prozesse angehen können. Wir hatten für die Produktivstellung natürlich Ostern als Zeitfenster und haben die Prozesse, die wir unbedingt umstellen mussten und wollten, umgestellt. Wir haben natürlich jetzt noch ein großes Aufgabenpaket vor uns, was wir noch tun werden. Wir haben noch andere Dinge in Richtung EWM, müssen wir auch noch in Richtung S4 gehen. Also wir haben noch jede Menge Themen, neue Firmen, die ganze Firmenkultur ändert sich. Wir werden wachsen, also die Aufgaben bleiben nicht aus. Ja, und wir freuen uns natürlich da auch der Sub-Community weiter zu helfen, auch nach beschleunigten Verfahren zu suchen und dann auch die Adoption Rate in dem Umfeld weiter zu erhöhen. Ja, dann möchte ich mich bedanken. Zuallererst bei Ihnen, Herr Dörnbach, bei Viessmann, für eine tolle Zusammenarbeit, für die Loyalität der SAP gegenüber und auch dadurch, dass Sie Ihre eigene Business-Transformation mit S4HANA so toll gemeistert haben. Bei Ihnen, Herr Witwen, bei CBS möchte ich mich bedanken, weil Partner sind ein zentraler Bestandteil für den Erfolg von S4HANA. Wir brauchen Partner in der Entwicklung, aber auch im Service und Support. Und das ist ein ganz toller Ansatz, den Sie hier gewählt haben, die ganzheitliche Unterstützung. Und dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön.